Liebe Sportsfreunde, willkommen zur zweiten Folge unseres Let's Drive. Wir haben uns diesmal für ein Fahrzeug eines traditionsreichen deutschen Sportwagenbauers entschieden. Ja, und wo könnte man das besser präsentieren als vor einer traditionsreichen und historischen Kulisse? Wir stehen hier gerade vor der Kaiserpfalz in Goslar. Ja Leute, und der Knaller, den wir euch versprochen haben, ist der Porsche 911 Turbo. In diesem Fall das Modell 991 und den werden wir heute zusammen mal testen. Viel Spaß dabei! So Freunde, jetzt habt ihr ja schon ein bisschen was gesehen von unserem 911 Turbo, den wir heute testen. Jetzt aber noch mal ein paar Fakten. Wir haben hier einen 3,8 Liter 6-Zylinder Boxermotor, Biturbo aufgeladen mit variabler Turbinengeometrie. Der Motor leistet 520 PS, wie im Trailer schon gesehen. Die Besonderheit ist das Sport Chrono Paket, was wir hier verbaut haben. Durch dieses ist im Sport Plus Modus nochmal ein Overboost auf bis zu 710 Newtonmeter möglich. Damit das Auto bei dieser Leistung und einem Tempo von über 300 km/h auch sicher auf der Straße liegt, haben wir einmal an der Front und auch am Heck einen ausfahrbaren Spoiler. Der vordere ist in der Form eines Schlauchbootes, das heißt, es ist ein Luftbalg, der hinter der Gummilippe dafür sorgt, dass wenn er aufgepumpt wird, diese ausfährt. Der Spoiler hinten ist ganz normal hydraulisch angetrieben. Das klar gezeichnete Armaturenbrett des Porsche 911 wird dominiert von weichem Leder mit Ziernähten. Das zentrale Element des Armaturenträgers ist Porsche-typisch der Drehzahlmesser. Die nach unten abfallende Mittelkonsole beherbergt alle zentralen Bedienelemente. Die wichtigsten befinden sich unterhalb des PDK-Schalthebels. Hier sind die Funktionen für Sport und Sport Plus vorhanden. Der Innenraum unseres Porsche 911 wird in diesem Fall von dem Burmester High-End Surround Sound System beschallt. Das System hat eine Leistung von 821 Watt
und beherbergt 12 einzelne Lautsprecherchassis. Ja, nun zum Kofferraum. Wir sprechen hier von einem Sportwagen. Der ist üblicherweise etwas kleiner. Wir haben hier 115 Liter Volumen. Aber ihr seht vom Maß des Kofferraums her, da passt doch schon einiges rein. Also man mag es kaum glauben, aber 2 Getränkekisten und ein bisschen Einkauf kriegt man problemlos unter in dem Fahrzeug. So, jetzt wird es aber Zeit, dass wir langsam mal wieder ein bisschen fahren. Also, auf geht's nach Clausthal. So, wir befinden uns gerade zwischen Goslar und Clausthal-Zellerfeld hier am Stadtweger Teich. Und jetzt wollen wir mal sehen, was der 911er Turbo hier im Harz so leistet, beziehungsweise wie man hier durch die Kurven kommt. Viel Spaß damit! Ja, bei dem schönen Wetter, wie ihr seht, sind natürlich auch reichlich Motorräder unterwegs. Aber glaubt mal, wir haben nicht weniger Spaß als die. Muss halt nur ein bisschen aufeinander aufpassen. Wir haben auch eben eine ganze Menge Fahrradfahrer gesehen. Ich weiß nicht, heute ist glaube ich Fahrradtag oder so. Das waren bestimmt schon die ersten 60, 70. Was man im Hintergrund immer wieder hört, dass das Pfeifen vom Turbolader, sprich in dem Moment, wo der Druck abgelassen wird und man vom Gas geht. In diesem Fall haben wir hier einen Turbolader mit variabler Turbinengeometrie, das heißt, er kann je nach Last und Drehzahl die Flügelräder anpassen, um immer den optimalen Druck zu gewährleisten. Diese Turbinenräder, die drehen sich mit die Flügel oder was? Nein, um das Turbinenrad selbst sind Luftleitflügel angebracht und diese Flügel außenrum um das Turbinenrad, die können verstellt werden vom Winkel, sodass der Luftstrom, der auf das Turbinenrad strömt, entsprechend umgelenkt werden kann. Ah, ja, okay. So, hinter uns ist kein Verkehr, vor uns das Moped ist ein bisschen langsam unterwegs, aber wir haben hier gleich eine Stelle, da können wir mal dann unsere Launch Control ausprobieren. Dazu schalten wir in den Sport Plus Modus. Man hört auch sehr schön, er ist sofort mit der Drehzahl hochgegangen, das Getriebe hat sich angepasst, der Motor ist jetzt voll auf Leistung abgestimmt, wirklich auf Rennsport, Komfort ist gleich 0. Das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Und auf dem geraden Stück hier werden wir jetzt die Launch Control kurz ausprobieren. Also der bollert echt hinten. So, dazu Sport Plus ein, die Bremse treten, Vollgas. Okay. Also das waren jetzt knapp 3 Sekunden bis 100. Kannst du mir das nächste Mal nicht Bescheid sagen, dann lass ich die Kamera unten. Also, jetzt hätte ich mir beinahe die Kamera vor das Gesicht gehauen. Oh. Du bist ja ein Vogel, ey. Oh Mann, ey. Glaubt man's. Also echt.
Sportmodus. Auch da ist die Gaspedal-Kennlinie und die Kennlinie des Motors verändert von der Steuerung her. Und beim Gas wegnehmen wird schön ein Backfire erzeugt. Man hört das ganz schön. Das heißt, da wird elektronisch die Einspritzung nochmal angesteuert, wo in den Auslasstakt mit nachgespritzt wird, um halt dieses Grummeln, Brubbeln hervorzurufen. Das ist vom Sound einfach nur genial. Nichts aus dem Lautsprecher. Diesmal echt. Ja. Unser Fazit über unseren getesteten 911 Turbo ziehen wir hier am Rammelsberg. Der 911 ist das, was er immer war, ein Synonym für Porsche. Daher ist Porsche auch dieses Mal seiner Tradition und Designlinie treu geblieben. Wie sollte es auch anders sein? Technisch ist der 11er in Sachen Fahrwerk und Motor ein absolutes Benchmark im Sportwagensektor. Auf Knopfdruck fühlt man sich wie in einem echten Rennauto. Und das bei voller Alltagstauglichkeit. Um es mit den Worten eines berühmten Rallye-Fahrers zu sagen, der neue 11er ist der beste 11er aller Zeiten. Und dem können wir nur zustimmen. Und hier vor den Toren des Rammelsberg-Museums in Goslar endet unsere Tour durch den Harz mit dem Porsche 911 Turbo. Ja, und wir hoffen, ihr hattet beim Schauen des Videos genauso viel Spaß wie wir beim Drehen. Schreibt bitte was in die Kommentare und das Liken nicht vergessen. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.